Die große Aktion. Ja, wir zeigen euch mal Autos beim Autohaus Klein, die lagermäßig da sind, denn man darf im Moment ja den Showroom nicht betreten, korrekt? Genau, mein Name ist Tobias Klein vom Autohaus Klein und wie du schon gesagt hast, führen wir Sie heute mal durch unseren Showroom. So ist es ja. Heute zeigen wir Ihnen mal einen Kia Sportage 2,0 Liter D GT-Line. Eine tolle Ausstattungsvariante, natürlich in der Automatikversion mit Doppelkupplungsgetriebe. Ist das korrekt? Nee, hat Wandler. Ist ein Wandlergetriebe in dem Fall, aber dafür haben wir hier 8 Stufen drin. Ja, das Coole beim Wandlergetriebe ist, wenn ich zum Beispiel Anhängelast habe am Berg, die ist verschleißfrei. Genau, da hat das Wandlergetriebe im Gegensatz zum Doppelkupplungsgetriebe weniger Probleme mit und durch die 8 Stufen im Getriebe können wir auch bei jeder Geschwindigkeit einfach ein angenehmes Drehzahlband anbieten. Ja, das Coole ist, die Schaltvorgänge mittlerweile in den heutigen Wandlergetrieben kaum mehr merkbar, gehen in einem Bereich in Millisekunden, oder? Selbst beim Wandlergetriebe ist es heute nahezu nicht mehr spürbar. Ja, man sieht die CO2-Effizienz trotz Automatikgetriebe B und ich habe einen kombinierten Verbrauch von 5,8 Litern hier. Aber auch der Preis lässt sich sehen, denn wir haben hier wirklich voll. Da ist so gut wie alles mit drin, muss man sagen. Es geht noch ein bisschen höher, aber ich sag mal, alles, was vielleicht so der Normalbürger braucht, der ist hier mit drin. Also es ist wirklich schon die nahezu Vollausstattung, also es ist die GT-Line hier. Es gibt zwar eine Platinum-Variante, aber da wir hier in der GT-Line nochmal das Panoramadach, Technikpaket und Lederpaket mit drin haben, ist es sozusagen die Vollausstattung plus sportliche Optik. So, 7 Jahre Garantie. Der Preis knapp unter 40.000 Euro, muss man sagen. Also für das Auto mit 7 Jahren Garantie, das ist eine echte Werksgarantie, 40.000 Euro, da sprechen wir, ich sag mal, von der Preisklasse, wo deutsche Hersteller auch locker mal schon bei 50, 60, 70 liegen, oder? Genau, das ist oftmals bei Kia so, da gibt es einfach für relativ wenig Geld super viel Ausstattung und auch immer die neueste Technologie. Es ist ein 2 Liter Dieselmotor, sagen wir nach unserer Dieselkrise waren ja viele Kunden abgeschreckt, wobei wir hier jetzt einen Mildhybrid-Antrieb haben, das heißt es sitzt nochmal ein 48 Volt Akku im Kofferraum, was bei Beschleunigungspassagen unterstützt und somit den CO2-Ausstoß reduziert und auch den Kraftstoffverbrauch. Genau, da ist nämlich ich glaube, es ist der Anlasser, der ist auch zum Elektromotor praktisch aktiviert worden, der hilft mit. Es ist eine Unterstützung auf der Lichtmaschine, die einfach mit antreibt, ja. So, hast du es richtig gesagt, ja. Kofferraum, es ist ein SUV, das heißt, ich habe eine höhere Position, wenn ich fahre. Das ist nicht nur ein bisschen höher, man sieht es ja auch hier, es ist ein gutes Stück höher im Vergleich zum Beispiel zum Seat. Da liege ich praktisch wie ein Brett auf der Straße. Die Straßenlage ist sehr gut, aber ich sitze höher. Genau, ich fahre das Auto hier super gern, auch gerade mit diesem Antrieb, weil man einfach genügend Leistung hat. Es ist super effizient, also schön sparsam und man hat auch hier trotz Mildhybrid-Antrieb fast nichts am Kofferraum verloren. Ja, die meisten, die Mildhybrid bauen, da muss man sagen, den spürt man kaum. Also, aber bei euch ist es ein bisschen anders. Der Mildhybrid, der funktioniert wirklich gut. Ja, man merkt gerade im unteren Drehzahlbereich, wo der Diesel ja eigentlich schon seine Stärken hat, doch nochmal, dass ein Elektromotor mit unterstützt. Das macht wirklich Laune, das Auto zu fahren. Ja, hat noch einen weiteren Elektromotor, der treibt nämlich hier die Kofferraumklappe an. Das ist sehr praktisch. Ich habe aber noch Stauraum. Ich habe eine komplett ebene Ladenfläche. Das ist schon genial. Genau. Ich habe jetzt hier drunter nochmal ein kleines Staufach. Früher war es offen, mittlerweile ist es hier mit der Abdeckung verblendet und hinten dran sitzt dann eben das Akku. So ist es. Das Ganze ist, ich sag mal so, dass ich komplett von vorne bis hinten eben durchladen kann. Das heißt, ich kann also richtig wie beim Kombi die komplette Ladefläche nutzen. Genau, man kann die Sitzbank komplett umlegen und ich kann die hier sogar in der Neigung verstellen. Das kann ich mal kurz demonstrieren. Das ist sehr praktisch, wenn ich nämlich längere Fahrten habe. Das hat mir der Tobias nämlich schon mal verraten. Dann kann ich in eine Art Liegeposition wie im Intercity gehen und kann zum Beispiel auch Kinder, die ich mit Isofix festgemacht habe, in eine etwas steilere Position machen. Dazu musst du etwas verändern. Ich glaube, es geht einen Schritt zurück, oder? Genau. Das ein bisschen zurück und diesen Platz, den wir nämlich jetzt gewonnen haben, der ist dazu da, dass wir richtig in eine Liegeposition gehen können. Können die nahezu in eine Liegeposition bringen, dass es eben ein bisschen angenehmer ist für längere Fahrpassagen. Es geht noch mehr? Nee. Du kannst aber auch in die andere Richtung treiben, das Spiel. Also ich kann die in eine nahezu senkrechte Position bringen, um einfach nochmal den Kofferraum zu nutzen. Ist jetzt vielleicht unbequem so zu sitzen, aber wenn ich den Kofferraum brauche, macht das durchaus Sinn. Ja. Denn es gibt nämlich einige Pakete, die passen genau nicht rein und da kann man das nochmal ein bisschen justieren. Wenn du mal kurz einsteigst und mal in die Liegeposition gehst, du bist 1,86 Meter, korrekt? Genau. 1,86 Meter, das ist jetzt die steilste Position und das ist dann die Liegeposition. Genau, mach mal gerade die Kopfstütze ein bisschen höher.
Die ist nämlich auch variabel und jetzt darfst du mal chillen für eine Sekunde. So, und das wäre die Position, wie Sie dann wirklich fast schlafend dann verbringen können. Besonders interessant ist es, wenn ich einen Isofix habe einen Kindersitz, den kann ich nämlich auch in eine leicht, ich sag mal, Liegeposition bringen. Okay, da fehlt mir noch die Erfahrung. Ich habe 3 Kinder. Das habe ich gemacht bei meinem Oscar, da ging das. Denn wir hatten mal einen Bus vom Peugeot, da konnten wir die auch zurückmachen und dann war das sehr praktisch. Da konnte er nämlich etwas besser schlafen. Weiterhin noch den Fahrkomfort für die hinteren Passagiere oder auch für die Kinder auf der Rückbank auszuweiten, hat man hier ab der B-Säule getönte Scheiben. Sieht man jetzt leider nicht. Und er hat noch eine Sitzheizung auf den hinteren äußeren Sitzplätzen. Ja, man sieht es hier hinten bei dem Ausstellfenster so ein bisschen, das ist getönt. Aber ich habe richtig viel Platz. Ja, die 19 Zoll Felgen sind dabei? In der GT-Line sind die mit drin, ja. Cool. Die sind nämlich richtig schick. Die sind schon brachial, die Felgen, aber es ist angenehm, oder? Das heißt, die geben dem Fahrzeug natürlich eine tolle Optik, ohne übertrieben zu wirken. Man hat hier an ein paar Sachen gefeilt bei der GT-Line. Also man hat hier diese Dark-Chrome-Elemente, die unter den beiden Türen verlaufen. Wir haben eben die 19 Zoll Felgen, die Doppelrohrblenden, sage ich mal, dass es von hinten nochmal einen Ticken sportlicher aussieht. Und auch vorne immer Kia-typisch diese Nebelscheinwerfer. Die finden wir in allen GT-Varianten, also vom Ceed bis zum Sportage oder auch Sorento. Das ist immer viergeteilt. Full LED? Sind Voll-LED-Scheinwerfer in dem Fall. Okay, das heißt, die Birnchen muss ich wahrscheinlich nicht mehr auswechseln in 7 Jahren. In der Regel nicht, nein. Und natürlich auch einfach den Vorteil mit einem taghellen Licht. Es hat so einen hohen Streuwinkel, dass ich nahezu keinen Nebelscheinwerfer mehr brauche. Das ist einfach eine feine Sache. Ja, prima. 7 Jahre Garantie, gehen wir mal kurz drauf ein. Denn ich sag mal, das bieten nicht viele, ich glaube keiner, serienmäßig. 7 Jahre Werksgarantie bis 150.000 Kilometer. Das ist schon gut, oder? Also es wird, glaube ich, angeboten bei 1, 2 Herstellern, allerdings dann gegen Aufpreis. Und bei uns ist es wirklich voll mit dabei. Ich zeige gerade nochmal, hier ist das Angebot. Ja, große Serienausstattung. Sie können es ja dann auf YouTube übrigens auch sehen, liebe Fernzuschauer. Geht auf YouTube, auf Saarland Fernsehen. Da könnt ihr die Videos nochmal alle sehen, könnt Standbild machen und euch alles nochmal ganz genau angucken. Besonders interessant ist, finde ich aber nach wie vor den Kraftstoffverbrauch bei so einem großen Auto. Was wiegt das Auto ungefähr? Dann gehen wir schon Richtung 2 Tonnen. Richtung 2 Tonnen. Trotzdem bin ich hier bei 5,8 Liter. Vielleicht auch ein bisschen wegen dem Mild-Hybrid. So ist es. Ja, wir steigen mal ein. Gucken wir uns das Ganze mal an, denn ich habe eine tolle Ausstattung, ein GBL-System, ein Soundsystem mit drin. Und natürlich eine Optik, da muss ich wirklich sagen, die sucht seinesgleichen. Das ist jetzt hier gelocht. Sind die auch noch innenbelüftet, die Sitze? Genau, also Lederpaket heißt bei Kia in dem Fall Sitzheizung und Sitzbelüftung. Die Sitze sind auf beiden Seiten voll elektrisch einstellbar, also von den Sitzgegebenheiten her schon top. Wow. Auch hier die Optik hier finde ich interessant mit diesen angedeuteten Doppelnähten. Sieht so aus, als wäre es aus Leder, ist aber nicht, oder? Die Nähte sind angedeutet, es ist kein Leder, aber wir haben hier immer eine Soft-Touch-Oberfläche mit drin, also ist schön wertig und auch ein angenehmes Klangbild, wenn man die Türen, sage ich mal, beherzt zuschlägt. Und ansonsten, wie gesagt, ausstattungstechnisch eigentlich alles, was der Sportage bieten kann. Ja, was man mit erwähnen muss, er ist unvorstellbar leise während der Fahrt. Also wenn man den fährt, also die Entkopplung von dem Innenraum zum Außen ist schon fast gespenstig. Also man fährt drin, man kriegt von draußen kaum was mit, oder? Merkt man auch einfach, wenn man die Türen mal beherzt zuschlägt. Also die Qualität stimmt bei den Fahrzeugen absolut. Und ich denke mal, diese Fahrruhe auch bei hohen Geschwindigkeiten ist auch ein bisschen dem Getriebe zu verdanken durch die 8 Stufen. Ja, ganz viele steigen um. Ihr habt Premium-Fabrikate aus Deutschland, wo die Leute wechseln, weil einfach das Preis-Leistungs-Verhältnis hier, wir reden hier über knapp 40.000 Euro, das ist schon Wahnsinn. Also ich sag mal, für das Geld kriege ich eine Komplettausstattung, sogar mit echtem Vierradantrieb. Das ist ja so, die meisten SUVs in der Preisklasse, die haben ja gar keinen Vierradantrieb. Hat er hier mit drin. Also diese 2-Liter-Variante hat immer Allrad mit drin. Er schaltet halt eben bei, wenn er es braucht. Ansonsten kann ich es hier auch sperren, um es voll zu nutzen. Soundsystem ist gigantisch. Also das GBL macht richtig Wumms, da brauche ich keinen Subwoofer mehr, oder? Die haben tatsächlich einen kleinen Subwoofer im Kofferraum verbaut, also da kann man... Ich brauche keinen zusätzlichen. Das auf keinen Fall. Also das auf keinen Fall. Na ja, gut, wenn ich jetzt mal entsprechend Musik hören möchte, habe ja einen gedimmten Innenraum. Ja, toll finde ich auch das Schiebedach. Wir gucken mal gerade raus bei euch hier. Das lässt sich wahnsinnig weit öffnen. Genau, es ist ein komplettes Panoramadach. Was bei der GT-Line auch vielleicht direkt ins Auge fällt, ist der schwarze Himmel. Das ist natürlich auch mal eine angenehme
Sache, da es nicht so spiegelt. Das ist nämlich auch so ein Thema, ja. DAB Plus ist mit drin, großes Display mit drin. Ich habe innen drin alles voll digital, alles wie sich das gehört, aber ich habe ganz viele Assistenzsysteme mit drin. Genau, wir haben hier auch fast alles drin, was Kia wieder bietet. Also wir haben eine adaptive Geschwindigkeitsregelanlage, den Spurhalteassistent, den Totenwinkelwarner, ein Fernlichtassistent ist mit drin, ein Dämmerungssensor. Also würde ich mal behaupten, fast alles, was wir können. Ja, fast voll. Es geht noch einen Ticken mehr, aber das werden Sie kaum merken, denn ihr habt das Auto voll gemacht. So, wir gehen aufs Angebot. Zeigen wir euch das mal. Denn das Fahrzeug, genau dieses, wie es hier steht, in Corona-Zeiten, das könntet ihr euch live angucken. Man darf es aber nicht. Deswegen drehen wir dieses Video hier und dann könnt ihr das jetzt zuschlagen. Denn ganz viele Leute würden nämlich gerne ein Auto kaufen. Früher ist nämlich Autozeit. Und die könnten sich nämlich jetzt dieses Fahrzeug sportlich erwerben. Da geht immer noch ein bisschen was, hast du gesagt, zur Corona-Zeit. Die Leute sollen am besten mal anrufen, sollen mal fragen. Der Hauspreis, wie er jetzt hier ist, liegt bei, ich muss mal kurz schauen, 47.425. Nee, das ist nicht der Hauspreis, der ist 35.920 statt 47.425. Man kann ihn aber auch finanzieren, problemlos. Man kann ihn leasen, man kann das alles, man kann das alte Auto in Zahlung geben. All das könnt ihr telefonisch leider im Moment nur beantworten oder per Chat. Genau, Live-Chat bei uns auf der Internetseite, ansonsten per Telefon oder Mail-Anfrage. Und dann können wir jede Finanzierung oder auch ein Leasing visieren, im Fall es individuell anpassen und alles weitere telefonisch klären. So ist es, ja. Es gibt noch viel mehr Autos, die wir heute zeigen. Das Auto finde ich sehr gelungen. Auch die Farbe finde ich toll. Was ist das für eine Farbe? Das ist Copperstone, ist ein Braunton, sage ich mal. Sieht super edel aus bei dem Fahrzeug, gerade mit den Darkchrome-Elementen und auch den schwarzen Kunststoffverkleidungen. Schockiert so ein bisschen, oder? Ja, habe ich das Gefühl. Super schick. Ja, es ist sehr, sehr schick. Also es geht so ein bisschen als grau-braun durch, aber unglaublich auffällig. Ja, wenn Sie das komplett natürlich ändern möchten, Sie können ihn voll folieren. Das kostet so zwischen 1.000 und 1.500 Euro. Wenn Sie dann die Folie wieder abziehen, dann haben Sie auch nach 7 Jahren komplett neuen Lack. Aber der Lack ist schon sehr, sehr beanspruchbar. Er hat nämlich viel mehr Schichten als ein Einfarbenlack, oder? Genau, ist eine Metallic-Lackierung, also lacktechnisch haben wir keine Probleme bei Kia. Ja. Auch ein tolles Design von dem Fahrzeug. Hier steht er, der Kia Sportage 2,0 Liter GT-Line in der Automatikversion mit Wandlergetriebe 8-Gang, korrekt? Ja, er nickt. Und ja, wenn Sie den haben möchten, da steht er, ich gucke es gerade nochmal, das ist der Hauspreis. 35.920 Euro. Ja, und das Finanzierungsangebot steht direkt daneben. Autohaus Klein in Saarlouis, am besten anrufen oder chatten. Tschüss, Tobias. Tschüss.